Hallo und herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Panama Visa und Invest. Mein Name ist Klaus Happ und heute befinde ich mich in der UNESCO-Weltkulturerbe Altstadt, das Casco Viejo von Panama. Ihr habt wahrscheinlich schon einige Videos von mir gesehen, wo ich die Altstadt vorstelle. Ich habe euch auch schon ein Bauprojekt gezeigt, Casa Antigua Domingo am Plaza Santa Ana. Aber jetzt ist unser zweites Bauprojekt fertig geworden im ersten Halbjahr 2025 und das würde ich euch gerne vorstellen. Das Besondere ist die Location, also die Lage. Wir sind nämlich direkt an Plaza Catedral. Die Kathedrale sieht man direkt hinter mir und wenn man sich umschaut, sieht man diese wunderschöne Plaza mit dem Hotel Central, dem Kanalmuseum, dem Palacio Municipal und dann genau dort, also nur wenige Schritte von Plaza Catedral entfernt, befindet sich unser Gebäude Casa Dawson, was ich euch jetzt zeigen werde. Lasst uns hingehen. So, und jetzt befinden wir uns hier an der Kathedrale und direkt gegenüber ist unser wunderschönes Gebäude Casa Dawson. Und wenn man noch mal schaut, wo wir herkommen, dort ist Plaza Catedral. Das ist die Plaza, die ich euch gerade gezeigt habe. Und nur wenige Schritte davon entfernt sieht man Casa Dawson. Wir haben bei uns unten zwei Ladenlokale drin. Links unser Mieter ist Nome, eine Schokoladenfabrik mit Showküche. Und rechts ist Leños y Carbón, eine sehr bekannte Restaurantmarke in Panama. Die sind unsere Mieter. In den oberen Stockwerken, im ersten und im zweiten Stock, befinden sich jeweils 5 Apartments, und zwar 3 jeweils nach vorne zur Straßenseite mit Blick auf die Plaza. Die sieht man dann sehr schön, das zeige ich euch später noch. Und jeweils in jedem Stock 2 Apartments in diesem wunderschönen Innenhof, den ich euch gleich zeigen werde. Und darüber hinaus haben wir noch 2 Penthouses, zu denen wir auch noch kommen. Grundsätzlich ist die Idee, wir haben das Gebäude jetzt fertiggestellt im ersten Halbjahr 2025 und beginnen jetzt mit dem Verkauf der Apartments und der Ladenlokale. Und deswegen nehme ich euch mal mit rein. Wir starten bei Leños y Carbón in unserem Restaurant dort drüben. So, das ist einer unserer Mieter im Gewerbebereich unten. Wie gesagt, Leños y Carbón ist eine sehr bekannte Restaurantkette in Panama. Fleischgerichte, wir sind super stolz, dass sie zu uns gekommen sind. Und die haben das wirklich super schön gemacht hier. Die haben letzte Woche, also Mitte Juli 2025, eröffnet das Ladenlokal. Und wenn man das hier sieht, die Arbeiten, die auch getätigt wurden, es sind die Ausarbeitungen praktisch hier dieser Wand, auch der Treppe, die nach oben geht. Und im oberen Stock gibt es noch einen weiteren Bereich zum Essen. Und jetzt gehen wir ins Gebäude. So, herzlich willkommen in Casa Dawson. Kommt rein. Jetzt befinden wir uns im Eingangsbereich von Casa Dawson. Hier geht es grundsätzlich hoch in die oberen Stockwerke, also über die Treppe, die hier hochgeht. In Kürze werden wir hier eine Rezeption haben für den Empfang der Gäste, für die Airbnb-Gäste. Da ist unser Aufzug. Der fährt hoch bis in die Penthouses, die sich im 3. Stock befinden, also Erdgeschoss. 1. Stock, 2. Stock, 3. Stock. Und das Wunderschöne an dem Gebäude sind diese vielen Bögen, die wir hier haben, die man hier sieht. Das ist der Unterbereich des Innenhofes. Hier finden die letzten Arbeiten statt, die ungefähr in 1 bis 2 Wochen fertig sein werden. Dann ziehen dort 2 Ladenlokale rein, links und rechts. Und unser eigenes Büro von meiner Firma, von Frapan und von Homega. Wir werden hier unser Büro haben. Also ungefähr 2 Wochen ist das hier alles sauber, super aufgeräumt und die Ladenlokale, die schon vermietet sind dann auch besetzt. Aber das Fantastische ist einfach das Gebäude, die Bögen, die wir haben. Es ist tatsächlich eines der schönsten Gebäude in der Altstadt. Nicht wie wir es gemacht haben, sondern wie es diejenigen gemacht haben, die es vor vielleicht 100 Jahren ursprünglich mal gebaut haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Kommt mit.
So, dann kommen wir von unten in den ersten Stock. Und hier ist dieser fantastische Innenhof, der über die ganzen Stockwerke geht, mit den Rundbögen, die man auch dann dort bei den einzelnen Apartments sieht. Wir haben mit Airbnb schon gestartet, von 3 Apartments, die wir möbliert haben. Davon zeige ich euch einfach mal eins gleich. Aber heute geht es darum, dass ihr einfach mal ein Gefühl von unserem Gebäude habt. Wir haben ungefähr 1,5 bis 2 Jahre dran gebaut, bis es dann komplett fertig ist. Und jetzt gehen wir in den Verkauf dieser 12 Apartments und der insgesamt 4 Ladenlokale plus 1, wo unser Office auch drin sein wird. Und von daher würde ich sagen, wir gehen mal in eines dieser Apartments rein. Okay. So, jetzt zeige ich euch mal eines von 3 Apartments, die sich jetzt im Erdgeschoss befinden, auf der Straßenseite. Wir haben ein Stockwerk drüber, nochmal 3. Aber diese im ersten Stockwerk sind möbliert, laufen auf Airbnb, und deswegen würde ich es euch gerne mal zeigen. Dass ihr mal ein Gefühl bekommt. Auch hier haben wir wieder diese Rundbögen und das Original Mauerwerk, was ist in vielen Bereichen des Gebäudes, was man sieht. Das ist das Wohnzimmer, was wir komplett möbliert haben. Das ist wir nennen das ein One-Bedroom, also ein Wohnzimmer mit Essbereich, mit Küche. Und dann haben wir dort auch noch das Schlafzimmer dann dort und Gäste-WC und ein komplettes WC. Okay? Grundsätzlich verkaufen wir die Apartments mit allem drin, außer Möbel. Das heißt Einbauschränke, Kühlschrank, Herd, Decke, Beleuchtung, Klimaanlage, ganz neu. Alles drin, außer die Möbel. Aber ihr könnt über uns auch ein Möbelpaket natürlich bekommen für die Apartments. Oder wenn ihr eines der 3 schon möblierten Apartments nehmt, könnt ihr einfach die Möbel übernehmen. Die haben wir schon gekauft, die sind ja ganz neu. Aber das Schöne ist, kommt mal mit, bei den Apartments, die sich auf der Straßenseite befinden, sind wir wirklich unmittelbar an Plaza Catedral. Also wirklich von der Lage her schwer zu toppen in der UNESCO-Weltkulturerbe Altstadt Casco Viejo. Man ist wirklich mitten im Leben drin. Also von daher, von der Lage her super. Was wichtig für euch vielleicht zu verstehen ist, heute regnet es ein bisschen, hier ist immer ein Wechsel zwischen Sonne und Regen, das gehört zu Panama dazu, deswegen nicht wundern. Das Wichtige ist bei diesem Gebäude, wir haben die Steuererleichterung bekommen, 30 Jahre keine Grundsteuer und 10 Jahre lang keine Einkommensteuer auf Mieteinnahmen für die Besitzer der Apartments. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied, auch in der Renditekalkulation. So, jetzt sind wir im 2. Stock. Also ihr seht doch hier wieder überall von oben bis unten diese fantastischen Rundbögen, das originale Mauerwerk. Und ihr seht hier die beiden Apartments, die jeweils in diesen Innenhof gehen. Aber der Innenhof ist ja wunderschön. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, ob die Apartments vorne zur Straße raus die schöneren sind oder diese Apartments hier oben im 1. und im 2. Stock an der Seite, die diesen Blick haben. Das sind die Apartments hier und auf der anderen Seite. Und was wichtig ist, wir zeigen euch in separaten Videos, zeigen wir euch jedes Apartmentmodell nochmal separat. Heute geht es darum, euch einen Eindruck zu geben. Das Coole ist, wir sind tatsächlich das einzige Gebäude in dem Komplex vom Hyatt. Das ist das Hyatt der Altstadt. Das heißt, La Compañía de Jesús hat diesen unfassbar schönen Innenhof. Alles, was ihr seht, ist Hyatt. Aber sie konnten ein Gebäude nicht kaufen. Das ist dieses, weil wir ein bisschen schneller waren im Kauf. Aber das Coole ist, wir haben diesen Blick in diesen fantastischen Innenhof. Teilweise in den Apartments dort drüben, in den E-Modellen,
hat man sogar ein Fenster, was direkt unter in den fantastischen Garten geht. So, jetzt sind wir im 3. Stock. Hier kommt ihr auch hin mit dem Aufzug, hatte ich vorhin erwähnt, der Aufzug geht bis zum 3. Stock und hier haben wir 2 Penthäuser. Ich zeige euch ein Penthouse, das 300A, wo ist das Schild? Hier, dem 300A. Als Beispiel, die sind sehr groß, die Penthäuser, aber das Coole an den Penthäusern ist nicht nur die Größe, sondern der Blick und die Privatsphäre hier oben. Von daher gehen wir mal raus auf die Terrasse. Das sind Privatterrassen, also das sind immer 2 Stockwerke, das ist eine Privatterrasse mit 2 Ebenen. Jedes Penthouse dieser 2 hat dies. Und jetzt sind wir auf dem unteren Level. Das wird aufgefüllt dann mit Pflanzen. Wenn man hier runterschaut, sieht man, wo wir uns befinden, nämlich direkt an Plaza Catedral. Man sieht schon das Meer, aber jetzt gehen wir nach oben, denn da oben ist der Blick noch ein wenig besser. Jetzt sind wir im 2. Level sozusagen von der Privatterrasse. Man sieht dort noch die Kuppeln von der Kathedrale. Ich stehe direkt hier vor dem Panama-Kanal-Museum und von dem Municipio. Aber das Coolste ist natürlich, man sieht sogar die Skyline. Und wenn man dann zu mir schaut, hat man diesen unfassbaren Blick aufs Meer. Man sieht die Altstadt, man sieht auch noch Ruinen, die es natürlich in der Altstadt gibt, die noch nicht entwickelt sind. Die sieht man auch in die Richtung, das Meer. Hat einen sehr abwechslungsreichen Blick, auch mit einem anderen Kirchturm. Und dann hat man diesen fantastischen Blick auf die beginnende Inselwelt, auf das Kreuzfahrtterminal, oder Cruise Ship Terminal over there, auf das bunte Biomuseum. Und natürlich schaut man von hier auch runter in den Garten vom Hyatt Hotel. Das ist der Ausblick. Und natürlich gibt es auch vom Penthouse, wie von jedem anderen Apartment, gibt es separate Videos. Von daher schaut euch gerne oder kommt auf mich zu wegen den separaten Videos. Dann zeige ich die euch natürlich gerne. Schreibt uns gerne an bezüglich Casa Dawson. Und von daher kommt auch bezüglich jeglicher Frage bezüglich Visa, also Aufenthaltsgenehmigung in Panama, Bankkonto und Immobilien auf uns zu. Wir machen wirklich, glaube ich, so ziemlich alles im Immobilienbereich, inklusive Immobilienverwaltung, Möblierung, Bauträger, Vermittlung. Aber das Wichtigste, glaube ich, für euch, wenn ihr gekauft habt, wir bleiben bei euch und wir verwalten. Bis dann, alles Gute, euer Klaus Happ.